Moin Leute, willkommen im Budeland. Ich sitze hier mit meinem Eufy Roborock 15C. Das Ding war quasi so mein erster Saugroboter, den ich jemals hatte. Und es war auch so der erste Saugroboter, den ich hier auf YouTube mal vorgestellt hatte. Und das sind mittlerweile 3,5 Jahre rum, seitdem ich das Ding in Betrieb genommen habe. Oder über 3,5 Jahre sogar. Und es wird Zeit mal so für das Langzeit-Review, inwieweit das Ding jetzt noch funktioniert. Ja, es funktioniert noch. Was für Probleme es gab, was ich austauschen musste und was es sonst noch so für Probleme gab. Wir fangen vielleicht mal mit dem einfachsten Thema an, das Thema Ersatzteil und Austausch. Und das größte Problem, das ich hatte, war vor rund einem Jahr, da hat sich irgendwie der Akku verabschiedet, also nach so rund 2,5 Jahren. Was aber, glaube ich, primär daran lag, dass meine Eltern das Ding nicht ausgeschaltet haben und in Griechenland waren und sich dann irgendwie der Akku tiefenentladen hatte. Gehe ich von aus. Auf jeden Fall, ich habe seitdem einen Ersatzakku eingebaut und es funktioniert auch alles. Ne? Also wer es nicht weiß, man kann die Dinger ja relativ unkompliziert hier unten austauschen. Das war jetzt keine große Fummelarbeit. Kommen wir zum nächsten Punkt, was Ersatzteile angeht. Und zwar haben wir hier die Ersatzbürsten. Da waren, glaube ich, 2 Sets ursprünglich dabei. Das ist jetzt das zweite Set, das drauf ist. Die Bürste sieht noch ganz gut aus, die gibt langsam den Geist auf. Aber wie gesagt, in 3,5 Jahren 2 Sets Bürsten ist für mich okay. Die haben ziemlich lange durchgehalten. Was ich auch überhaupt nicht austauschen musste, ist die Hauptbürste hier. Das ist immer noch die erste Initial-Hauptbürste. Mache ich ab und zu mal ein bisschen sauber, aber ansonsten funktioniert die noch wie am ersten Tag. Was war sonst noch kaputt? Die Reifen hier, da seht ihr es schon, die haben ab und zu mal ein bisschen was abbekommen und haben sich mal verklemmt. Da musste ich das ein oder andere Mal hier mal die Schrauben aufmachen und die Feder irgendwie sauber machen, weil sich dann hier quasi irgendwie eine Schnur reingezogen hatte oder sowas. Das war aber auch eine Sache von 5 Minuten und hat jetzt auch keinen großen technischen Sachverstand benötigt. Was ebenfalls noch ab und zu ein bisschen Reinigung bedurfte, sind diese Absturzsensoren. Die haben aber mich bisher nicht enttäuscht und das Ding ist bisher keinen Abhang, keine Terrasse, keine Treppe oder sonst irgendwas runtergestürzt. Und auch nach 3,5 Jahren funktionieren die Dinge eigentlich recht gut. Ein größeres Problem, das ich hatte, das war bei meinen Eltern jetzt vor ein paar Monaten. Und zwar hat sich der Roboter irgendwann festgefahren und dann ist hier vorne ja dieser Bumper. Und der quasi dann reagiert, ob das Ding irgendwo dagegen fährt. Und das Ding war verbogen und dann hang das hier so ein bisschen drüber. Und das hatte zur Folge, dass der Roboter sich immer im Kreis gedreht hat. Und ja, da musste ich das Ding einmal aufschrauben. Ich glaube, da musste ich mir auch mal die eine oder andere Anleitung im Internet mal anschauen, was man da wo aufschrauben muss. Und dann habe ich das Ding hier ein bisschen rumgebogen und dann ging das wieder. Das funktioniert auch wieder und er fährt auch wieder normal. Die einzigen bleibenden Schäden, die ich davon getragen habe, das ist hier. Das ist dieses Vorderrad. Das geht irgendwie, rastet das nicht mehr komplett ein. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ab und zu verliert er das Rad. Aber er schafft es trotzdem noch immer zur Basisstation zurück. Ja, ansonsten, was man vielleicht noch beachten soll, das Ding hat ja wie gesagt hier hinten den Staubbehälter und den sollte man natürlich regelmäßig sauber machen, insbesondere diesen Feinstaubfilter, der drin ist. Und das habe ich auch immer wieder gemacht, rausnehmen, mal sauber machen, mal einen Ersatzfilter holen oder sowas. Das sind aber so die typischen Verbrauchssachen, die man bei jedem Saugroboter hat. Und wenn man das Maximum an Ergebnis haben will und auch nicht möchte, dass das Ding dann doch irgendwie müffelt, dann sollte man das dann auch regelmäßig mal sauber machen. Wie gesagt, ich habe jetzt hier letztens nur mal den Filter sauber gemacht, aber hier ist es immer noch ein bisschen schmutzig. Ja, ansonsten, der Basisstation geht es immer noch super. Die Taste funktioniert immer noch, die Fernbedienung funktioniert immer noch. Also ich bin sehr überrascht, das Ding hat viel mitgemacht, hat viele Ecken, wo er sich eingeklemmt hat, aber es funktioniert immer noch wie am ersten Tag und auch über die Eufy-App macht es da keine Probleme und ja, wie gesagt, für 3,5 Jahre schauen wir mal, ob mein Roborock und mein Ecovacs-Roboter das genauso schaffen, aber ja, das war jetzt mal so mein Langzeitfazit zum Eufy Roborock 15C. Ich weiß gar nicht, ob es den momentan noch zu kaufen gibt. Ich habe den 15C Max, das ist der mit mehr Absaugkraft, den gibt es noch. Der kostet, glaube ich, um die 200 Euro. Also das Ding hat eher unter 200 Euro gekostet und das war wirklich das Einsteigermodell, das auch kein großartiges Kartentracking hatte oder irgendwelche LiDAR-Scanner oder sonst was. Das Ding ist einfach auf gut Glück losgefahren und mit ein bisschen Glück ist es auch wieder zurück angekommen. Ja, das war's von meiner Seite und ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen bei eurer Kaufentscheidung und ja, euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.